Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge, wie der unglaublich kranke Nachvertonungsbob unglaublich krank Stardew Valley nachvertont. Viel Spaß! Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butchbob, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Der Nachvertonungsbob. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbob 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Nachvertonungsbob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Videos auf diesem Kanal hier wiedersehen werden. So, was hat Penny gerade gesagt? Morgen haben wir Haben wir morgen Hochzeitstag? Nee, oder? Ja, morgen Hochzeitstag. Und du hast es vergessen? Wo kann ich das nachgucken? Kalender, glaube ich. Keine Ahnung. Oder du musst es dir merken. Penny hat am 2. Herbst Geburtstag. Das habe ich mir nicht gemerkt. Ups. Schön den Geburtstag vergessen. Ach, morgen ist das Volksfest. Oh, ja geil. Dann Okay. müssen wir coole Sachen Ja, ansammeln. Oh, Verzeihung. ach ja, hier, Brief. Briefe. 1000 G, ey. Ach, ich habe dir 1000 G für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Oh, Mann. Komm, ey. Vor allem, du bist mit dem Bus in die Wüste gefahren, um deinen Schwarzbarsch abzugeben, Also hast dann 1000 nichts ist echt schon ein bisschen weitergeholt und bist dann noch Aber eingeschlafen. der hat ja sonst, glaube ich, nichts zu tun. Ja, so Das ist das viele Problem. Leute. Ich glaube, der verdient wirklich nur an uns. Ja, möglich. Das ist ja das Problem. Deswegen nie krank sein. Nie ohnmächtig werden, nie umfallen. Ja. Scheiße. Das ist eine gute Frage. Ich Was habe denn? noch nichts, wurde noch nichts an mich rangetragen. Was wurde da nicht rangetragen? Ich habe keine Ahnung. Werbung oder so? Ja, Pringles wäre ich dafür. Achso, die Pringles-Werbung. Ja. Dafür könnten wir Werbung Ja, na machen. klar. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich überlege gerade für alle Pringles, weil ich mag eigentlich nicht alle Pringles-Sorten, ne? Das ist halt auch so die Sache. Muss man auch abstufen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht so. Also vielleicht so Ja. Was denn? Was denn? für so Programmer. Wir sind jetzt auch keine großartigen Musikproduzenten oder sowas, weißt du? Dann hast du wohl noch nicht unsere Stardew Valley Cover-Playlist ausgecheckt hier oben in der Infocard. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Solltest du dir vielleicht mal angucken. So wie ihr auch. Naja, Ja, los geht's. dann weiß Adobe ja, was sie machen. Achso, Aber ja, vielleicht- stimmt. Für Adobe Werbung machen. Wir So, warten. dass wir die Programme Ja, wir gesponsert sind ja noch eine ganze Weile. bekommen. Ihr werdet uns nicht verpassen. Hab mein Handy nachts auch an, also ihr könnt auch eine SMS schicken. Ist überhaupt kein Problem. Eine SMS schicken. Ich stelle mir das gerade vor, wie Adobe einem eine SMS schickt. So, hey, wie sieht's denn aus? So, Ja, Werbung machen für uns. Für unsere also meine ist fertig. Die habe ich auch schon abgeholt. Was ist fertig? Achso, die Stahlhacke oder was das war? Stimmt, ich glaube, ich hatte mich da gewundert, warum ich meine immer noch nicht wieder habe. Aber ich habe, glaube Dann ich, geh doch mal zu Clint. die Benachrichtigung einfach nicht gesehen oder ignoriert oder Hatte ich nicht deine Hacke ausgeliehen und die irgendwo hingelegt? Glaube nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ist halt auch einfach zu lange her. Muss Ja, man jetzt einfach mal stimmt. so sagen. Das stimmt. Einfach um mich. Irgendwann im Dezember oder so hatten wir davor das letzte Mal aufgenommen. Weil wir, So, Fische hier rein, plapp, 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 plapp. So. weil wir ja so viel Material brauchten über die Feiertage. Brauchen wir den Kiefernteer? Das Kiefernteer. Soweit ich weiß, oder? Das Teer. Ah. Der Teer. Das Teer. Keine Ahnung. Da ist sie ja. Na sowas. Da ist sie ja. Achso, die Hacke. Die Hacke. Wer hab ich hätte es wieder. gedacht? Ja. Naja. Dann ist das Ey, so. ich bin nur noch am Wegsortieren die ganze Zeit hier. Ja, bin endlich am sortierst du Abernten. mal. Irgendwie Tiere abernten und dann bin ich nur noch am Wegsortieren. Ja. Und nichts anderes mehr hier. Ja, so soll es ja auch eigentlich sein. Muss man halt mal ein bisschen das Inventar sauber halten. Warum hast du zum Beispiel wilden Köder im Mal Inventar? wieder was erleben hier. Warum hast du diese Hühnerstatue im Inventar? Bob. Warum hast du überhaupt diese Kupferpfanne im Inventar? Setze dir doch auf den Kopf, dann hast du sie auch immer bei. Okay. Wozu hast du, na gut, den Pilz als Proviant, ja, kann ich verstehen. Warum lachst du denn jetzt schon? Worüber? Oh shit, worüber habe ich denn da gelacht? Hahaha, hahaha. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe gerade überlegt. Nee.
Nee, ich habe hier nix. Ach so. Nee. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken, was Butch gleich dazu sagt. Dann kann ich es euch hinterher erzählen. ja, das habe ich gehört. Okay, jetzt bin ich Oh gespannt. Gott, ey. Ja. Vielleicht. Also ich sag mal so, das nächst weggestrichene hier auf meinem Themenzettel ist, dass wohl gerade so ein kleiner Ethikwandel ist und man überlegt, Geschlechtsverkehr zwischen Bruder und Schwester nicht mehr als Das haben wir Straftat heute schon. Los. gelten zu lassen. Also es ist ja halt, im Moment ist es strafbar und die überlegen, ob sie das nur noch strafbar machen, wenn dabei natürlich auch ein Kind gezeugt wird. Aber so, dass halt Bruder und Schwester oder auch Schwester, Bruder, Bruder, keine Ahnung, dass die halt prinzipiell miteinander schlafen dürften, weil halt Persönlichkeitsrecht und so. Und Hohe Wahrscheinlichkeit, ja. Okay. Ja, genau. Wenn da ein Kind bei rauskommt, dann natürlich strafrechtlich relevant, weil die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kind irgendwelche Gendefekte dann, glaube ich, hat. Und da sollte man das dann auch vielleicht einfach nicht machen, weil das arme Kind. Genau. Aber es wird halt überlegt, wenn die halt miteinander schlafen möchten und eben dann verhüten, dass das... Sexuelle Selbstbestimmung, ja. Achso, ja, stimmt, das auch noch, ne? Grundrecht und so. Und ja, da ist man gerade am Überlegen, ob dieses Gesetz halt umgeschrieben werden soll. Was ich prinzipiell, also zum einen mich betrifft es nicht. So, deswegen könnte es mir natürlich egal sein, aber ich denke mir halt auch so, lass die Leute halt machen. Ne? Wenn die da zu zweit sich irgendwie abschlabbern wollen, Bruder und Schwester, dann sollen sie es halt machen. Wenn die halt wirklich ein Kind zeugen wollen oder sollten, dann finde ich das verwerflich. Das ist eine gute Frage. Also es ist natürlich, ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass das in Frankreich tatsächlich schon lange erlaubt ist. Oh, what? Kann aber auch sein, dass ich mich irre. Ich dachte nur in Ich hatte Alabama. das jedenfalls mal Oder gehört. Oder hatte da mal irgendwie gelesen, dass es irgendwie legal war. Ich glaube, Katapult-Magazin hat da auch mal eine Karte rausgebracht. Oh, krass. Das habe ich dann verpasst. Aber, ja. Kann aber auch sein, dass ich Blödsinn erzähle. Aber nee, ich glaube, das war wirklich so. Und ich denke mir so, ja, lass die Leute doch machen, was sie wollen, Alter. Im Grunde, Ja. also etwas unter Strafe zu stellen, wo man überhaupt gar keinen Einfluss drauf hat. Ja, und wo auch. Oder wo einfach auch niemand irgendwas Negatives draus zieht. Ja, da kannst du doch eh nichts gegen machen. Also, lass es doch. Ja, und wie gesagt, solange die das für sich machen und nur für sich beide. So, ich bin kein Freund davon, aber es ist wie beim Kiffen. Also, die machen es ja trotzdem. Ja, stimmt. Nee, aber wie gesagt, solange die das nur für sich, unter sich beiden machen und nicht ein Kind dabei zeugen, was dann halt unter Gendefekten leidet, finde ich das auch. Ist halt mir halt einfach egal. Für die Erwachsenenindustrie ist das halt sehr interessant. Für die Erwachsenenindustrie? Ja, die Erwachsenenfilmindustrie. Ach so, wow. Ich glaube, die wartet da schon seit Jahren drauf. Stimmt, aber das würde, ja gut, nur weil es in Deutschland überlegt wird, ändern sich ja jetzt die Erwachsenenfilme nicht. Da müsste das ja, ich weiß gar nicht, was ist der Mich größte? betrifft das nicht, ich habe sowieso keinen Geschlechtsverkehr. Mit niemandem. Ja, nee, stimmt aber. Solange es einen halt nicht selber betrifft, kann es den Leuten halt auch einfach egal sein. Ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Sollen halt machen, was sie wollen. Ja. Und keinen dritten Schaden. Ja, verstehe ich dann, das schon. Weil da betrifft es dann eine dritte Person. Solange man irgendwie, solange die nachweisen können, das ist jetzt auch ein bisschen komisch, aber solange die ja. aufpassen, dass das eben nicht passiert. So, und wenn sie ein Kind haben wollen, so, dann adoptieren. Dann können die auch gern eins adoptieren. Ja, ist sowieso besser. Ist überhaupt kein Problem. Gibt genug Kinder, die gern tolles Haus. Ja, adoptieren ist sowieso immer besser, Leute. Es gibt so viele Kiddies, die einfach keine Familie haben. Oh, Leihmutterschaft ist in Deutschland nicht erlaubt.
Leihmutterschaft. Nein. Was war Leihmutterschaft? Leihmutterschaft ist in Deutschland nicht erlaubt. In anderen Ländern ja. Ich weiß nicht in welchen, aber in Deutschland nicht. War das so, dass eine andere Frau das Kind austrägt oder so? Keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich kenne mich mit dem ganzen Thema halt überhaupt nicht aus. Fand eigentlich nur dieses Bruder-Schwester-Thema, als ich das vom Solmecke natürlich gesehen habe. Alter, Adoption, es ist so wichtig. Es gibt so viele Kinder, die ein vernünftiges Zuhause brauchen und es einfach nicht kriegen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber die Leute, klar, die wollen irgendwie auch ein eigenes Kind, ein leibliches Kind, wo ich mir aber denke, gib doch schon eins. Nimm doch einfach das Kind da. Ja, also genau das denke ich mir halt auch so. Und ich glaube aber, dass viele, also Leute, sorry, aber ich glaube, viele haben eine sehr mittelalterliche Vorstellung von Familie. So dieses, eigenes Fleisch und Blut, bla bla bla. Und tatsächlich. Nee, nicht adoptieren, weil du weißt ja nicht, von wem das Kind ist und so. Wo ich mir denke, das spielt doch überhaupt keine Rolle. Mann, das Kind wächst halt bei dir dann auf. Also, und ich finde, das ist doch dann auch einfach egal, ob es halt jetzt von dir gemacht ist oder nicht. Also, weiß ich nicht. Ich finde das ganz schlimm, diese Denkweise so, dass, nur das eigene Fleisch und Blut zählt oder so. Ja, ich meine, klar, es ist es ist schon was Krasses, wenn das eigene Kind zur Welt kommt. So, auch mit der Geburt und so weiter und dieser ganze Prozess. Aber glaub mir, aber Geburt ist doch voll ich weiß quasi aus dem familiären Umfeld, dass es auch ganz toll ist, wenn da adoptiert wird. Weil du selber adoptiert wirst. Also eine Adoption macht für die Familie im Endeffekt, ist das völlig egal, deswegen. wo das Kind herkommt. Das Kind wächst da auf und Familie ist genau das, so wo man aufwächst, nicht wer die irgendwie die Parentalgeneration ist oder sonst was. Also die leibliche, das ist Quatsch. Ja, bin ich absolut deiner Meinung. Also, keine Ahnung. Gibt nichts weiter dazu zu sagen. Adoptiert Kinder, macht sie nicht selber. Außer es gibt keine Kinder mehr zu adoptieren. Ja, aber es wird ja auch so macht selber welche. Wie sagt man, gepredigt, ne, dass das ganz Tolles ist und Ach so, es muss schon das leibliche Kind sein, weil sonst ist es irgendwie halt weniger Bullshit. Wert. Keine Ahnung, das ist halt Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Das ist halt auch schade, weil es gibt so viele Kinder, die wie schon gesagt, die sehnen sich nach oder die hätten gern ein vernünftiges Zuhause. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann. Glücklicherweise gibt es sehr viele tolle Leute, die Adoptiv- und Pflegekinder aufnehmen. Zum Glück. Kinder adoptieren oder in Pflege aufnehmen. Das gibt es ganz, ganz tolle Leute, die das wirklich gut machen. Es gibt auch Familien, die es vielleicht nicht so gut schaffen. Aber ich habe persönlich viele kennengelernt, die das ganz gut machen. Zum Beispiel deine Eltern. Spaß. Genauso wie mit man sagt ja auch immer, auch wenn man ein Haustier zum Beispiel, ne? Ja. Was ist mit dem Haustier? Always adopt, never shop. Ach so, ja, auf jeden. Also, das war ja in der Corona-Zeit auch so krass, dass sich so viele Leute ein Haustiere angeschafft haben. Ja, unsere Katzen auch immer. Alle adoptiert. Ach so, da hatte ich erzählt, weil meine Mom und mein Dad, die haben sich einen Kater aus dem Tierheim geholt. Den guten Linnard. Also er heißt dann aber nur Lenny. Ja, der fühlt sich, glaube ich, echt wohl bei denen. 5? 5 war's. 20 ist krass. 20 war's. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade gesehen, der Wein ist fertig, oder? Ja, es ist schon um 1. Bist du noch in der Mine? Ja, ich bin auf dem Weg nach Hause. Wir brauchen nur noch 7. 7. Achso, wahrscheinlich die Eier, oder? Ach, keine Ahnung. Okay, ich gehe jetzt aber auch schon mal ins Bett. Ja, mach das mal. Der Wein ist hier auch fast fertig. Die erste ist schon draußen. Siehste, sag ich doch. Wein ist fertig. Geil. So. So. Gut, geht schon ins Bett. Ich natürlich noch nicht. So wie im echten Leben. Oh, na gut.
Anscheinend ist hier eine große Lücke. Keine Ahnung, was ich da noch gesagt habe. Bob hat es auch ins Bett geschafft, das ist schön. Ja, finde ich auch. Was haben wir da? Trüffel. Ja, die Trüffel, die hauen ordentlich rein. Und was ist dann noch? Die Eier? Ja. Ja, Also die Trüffel machen gut Ziegenmilch Geld. und so. Ja, geil. So, Volksfestzeit. Bob. Stimmt, Volksfestzeit. Oh, dann wird das ja heute eine kurze Folge. Ja, muss ja noch Weil sehr viel gutes Zeug dabei. gibt es ja Richtig gutes da Zeug. nicht mehr zu tun für Oh, uns. Verzeihung. Juanita schläft immer noch. Ja, sehr gut. Ich glaube um 6:10 Uhr. Wenn da das Baby noch schläft, sind viele Eltern echt froh. Die ist cool drauf, ne? Ja. Einfach das Kind zum Langschläfer erziehen. Dann hat man seine Ruhe. So, ansonsten habe ich noch Pilze hier. So, Dann haben wir noch Ahornsirup. na ist doch schön. Das ist Das ist voll Eichenharz, nett von glaube dir. ich. Aber gut. Mais. Mais? Ich möchte erstmal den Mais hier einsammeln. Ach so. Ach stimmt. Das eine Stück Mais. So, was möchten denn die Störe? Gehe ich da einfach ran? Ja, Rechtsklick. Bringe 3 Omnigeonen. Ah, und Butch hat letztens erst welche gecrackt, ne? Glaube ich. Na gut, das ist... Ja. Aber die kriegt man in der Schädelmine relativ einfach, würde ich behaupten. Aber nicht So. noch welche. Nee, Glaub nicht. ich glaube nicht. Du hast sie alle weggebracht in einer der letzten Folgen, glaube ich. Habe ich doch gesagt. Ja, weiß ich ja auch. Da ist noch nicht viel los. Nicht so viel los? Da sind die 3 Reihen Fässer und das war's. Hä? Das stimmt. 3 Reihen Fässer ist besser als So. kein Reihen Fässer. Oh, Gelee ist auch schon wieder fertig. Geil. Ah, siehst du, da habe ich endlich mal die Ansonsten habe ich hier noch Fässer was. umgestellt. Da rein, so. so dass Ich Butch mach nicht Sternenschrift ständig rollen die und so Schilder, Zeug. hier genau. ne, umstellt. Oder falsch bestückt oder so. Wildhonig. Oh, Hatte so ich viel- nicht noch... so Habe viel ich das schon hier Zeug. reingepackt? Wo ist denn das? Und wir brauchen so viel Goldzeug fürs Volksfest. Obwohl, Ach, hier ist das wie gesagt, Kiefernteer. eigentlich Okay. gibt es da für uns ja nichts mehr zu holen. Alles klar. Außer irgendwelchen Alles Deko-Kram klar, oder dann muss so. ich meine Sachen mal irgendwann noch verbessern. Ach, das Ding hat angefangen. Los, komm, pack zusammen. Ja, ich muss erst noch Goldsachen raussuchen, weil sonst gewinnen Ja, wir mach halt doch mal. nicht. Ja, mach ich doch auch. Hättest du ja auch schon Ist doch machen okay. können. Kannst ja derweil auch mal was Nützliches machen. Wir verpassen doch wieder alles, Bob. Ja, dann verpassen wir es. Ich komme ja schon. Achso, da hatte ich gesagt. Jetzt soll ich jetzt in meinen Keller? Ne, hier im Schuppen, ne? Nein. Genau. Da bist du genau richtig. Ne, machen wir doch jetzt. rein damit. Los. Schmeiß rein. Ja, das machst du gut. Sehr schön. Hervorragend. Ach ja. So ist das beim Nachvertonen. Da passiert manchmal auch nichts Spannendes. Ja, so ein Volksfest, das ist lustig. Ja, so ein Volksfest, das ist schön. Leider werden wir es dieses Jahr wieder nicht sehen. Maul. Ich glaube, das habe ich original so gesagt, dass er sein Maul halten soll. Was macht der? Nein. Anstatt er halt auch schon hingeht. Ja. Wo ist mein Pferd? Ja, good job, Junge, good job. Ach da. Boah. So gut getarnt, ey. Wie ein Dämmel. Zebra. So. Genau. Das hättest du alles schon machen können, Butch. So viel. Schön die Tiere So streicheln viel. und so. Stattdessen laberst du mich voll, dass wir zum Volksfest müssen. Mann. Goldzeug. Sehr schön. Junge. Gib mir noch mehr Goldzeug. Farmplätze müssen verdichtet sein. Ui, die Eier sind voll. Ja, sehr gut. Ach Leute, ich bin immer noch ein bisschen müde, immer noch ein bisschen kränkelig.
Kann ich ja mal so an der Stelle erzählen. Ja. Können echt mal anfangen, die Tiere irgendwie einzuzäunen. Hä? Nee, warum? Lass die frei rumlaufen. Weil die sich immer verstecken. Ja, na, ich sehe die dann nicht. Ach Gottchen. Ist doch völlig egal. Wenn wir einen Autopetter irgendwann haben. Stimmt, dann ist egal. Dann ist es egal. Du bist bereit? Dann werden die ordentlich weggestreichelt jeden Morgen. Na dann, let's go! Auf zum Volksfest! Also die ich eingesammelt habe. Oh. So. War die mit dem Shop? Erstmal inkaufen. Nischt. Was habe ich mir da geholt? Ich glaube die Nischt. Fedora? Ja, nischt. Oder den Teppich? Oder ach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Nee, niemand westet. So, ich pack derweil den Scheiß rein. Was haben wir da? Prismatische Scherbe, Kaviar, Gotteslachs. Ah. Oh, jetzt ist der da in diesem Spiel. Jetzt auf einmal reagiert zu schnell. Geht doch. Yay, er hat eine Sternmarke. Ja. Pack jetzt den Scheiß da rein. Ne, Quatsch, Gold, ne? Iridium? Okay, Iridium ist sogar noch besser. Sehr gut, sehr gut. Ja, Trüffel ist gut, ja. Ja, die Ziegenmilch ist auch gut. Nee, doch nicht die Silber... Was noch? Doch nicht die Silbermilch. Machst du. Oh. Deswegen haben wir auch nicht volle Punktzahl bekommen. Nö. Jetzt geht er mit seinen 2 Sternmarken da ans Glücksrad. Geil. Ich spiele so lange hier noch. Ja. Glücksspiel. Gambling is good for you. Und natürlich kommt Orange. Ist das Tudum. ein Thema? Was für ein... Habe ich noch ein Thema? Hatte ich da die Earth Hour schon angesprochen? Dass sie quasi Quatsch ist? Was ist das? Ach, die Earth Hour, wahrscheinlich. Das ist irgendwie, wo... Wüsste ich nicht. Habe mich natürlich immer noch nicht voll belesen darüber. Aber irgendwie ein gewisser Zeitraum oder zu einem gewissen Zeitraum werden... Yay, 97. Ja, 97, weil du die silberne Milch da reingeballert 1000 hast. 1000 Sternmarken. Und los. Nee, da werden irgendwie, da sollen alle elektrischen Geräte ausgeschaltet werden oder Licht aus und so und halt so als, wie soll man sagen, so Awareness für Umweltschutz, Stromverbrauch und so weiter. Und das ist voll die gut gemeinte Geste und der Gedanke selbst so, also das Ziel ist sehr edel. Aber so wie es durchgeführt wird, ist es halt eigentlich umweltschädlich. Also wenn alle ihre elektrischen Geräte so ausschalten und dann aber nach einer gewissen Zeit halt ja alle wieder gleichzeitig anschalten, dann müssen die ganzen Kraftwerke wieder hochfahren. Verbrauchen halt in dem Bereich schon total viel. Ja, genau. Und dann machen das viele so, dass sie während der Earth Hour, wenn es halt dunkel ist, dass sie dann Kerzen anzünden. Und Kerzen haben halt einen wesentlich höheren CO2-Ausstoß als so eine herkömmliche LED, sag ich mal. Und deswegen ist die Earth Hour eigentlich in ihrer Ausführung Quatsch. Vom Gedanken her gut, in der Ausführung Quatsch. Ach, die Leute denken das alles immer nicht zu Ende, ne? Die haben immer so einen guten Einfall, so, oh komm, was wäre, wenn man einmal im Jahr irgendwie Strom sparen würde? Ja. Und dann denken die immer nur von Wand bis Tapete, Strom sparen, ich mache einfach das Licht aus. Ja. Aber die sehen halt nicht, was das noch alles mit beeinflusst, ne? Ja, stimmt schon. Das ist halt immer sehr, sehr kurz gedacht. Ja, und ich denke mir so, dann versuch doch das ganze Jahr über ein bisschen Strom zu sparen. So. Aber ich habe 9.999 Sternmarken. Geil. Kann ich auch. Sehr gut. Dann ich kaufe mir auch Kauf einfach alles. Kauf dieses ganze Fest auf. So, was kaufe ich mir? Jetzt ja. Jetzt in der Nachvertonung kann ich sogar mitsummen. Glaube ich. Komme! Ja, das war ja so. Dann okay, schön. eher eine kürzere Folge. Ja, der Tag ist halt... Ja, das ist halt echt ein bisschen doof. Noch mehr Deko. Ja, stell's da hin.
Ja, das ist halt das Blöde. Die Events sind halt so ab einem gewissen Jahr, wo man dann schon alles gemacht hat, sind die halt relativ obsolet. Also, ja, du kannst jetzt halt auf dem Volksfest nichts Krasses mehr holen, außer halt irgendwelchen Deko-Scheiß vielleicht. Und dann ist die Frage, ob du halt einen ganzen Tag oder einen halben Tag dafür opfern willst, nur um jetzt hier, weiß ich, irgendeinen Teppich zu kriegen oder irgendwie sowas. Und genauso ist es halt beim Blumentanz, mein Ding. Ich gehe noch angeln. Nee, ich kann auch Eier verkaufen erstmal hier, das ganze Zeug. Denk dran, wir brauchen noch Eier für Gas, ne? Für diese Quest. Dass du nicht alle Eier verkaufst. Ja, ja, nicht alle. Ja, ich pack die hier rein. Ja, besser ist. Siehst du? Ja, deswegen auch so ein Blumentanz, so Tanz der Mondlichtquallen. Also es wurde ein bisschen aufgewertet durch diese Verkaufsstände. Ja, siehst du, und in der Wegbringkiste sind auch noch welche. Achso, ja, die Eier. Ich glaube, ich habe auch noch welche im Kühlschrank. Ach, das passt doch alles. Morgen kriegt Gas seine Eier und dann soll er sich freuen. So. Ja. Nee, und deswegen die Verkaufsstände, die machen die Feste so ein bisschen wieder attraktiv, dass man doch später hingeht. Für den, was ist das, Meeresschaumpudding bei den Mondlichtquallen oder für die Erdbeeren bei der Eiersuche, glaube ich. Aber ansonsten... Was machst du? Ja, weiß ich nicht, sind die so. Events, die Feste, das Luau halt, um noch Ich liege im Bett. Freundschaft zu boosten, ist halt auch noch ganz gut. Ja. Ja, das sollte ich auch mal probieren. Was? Obwohl, es geht mittlerweile. So schlimm ist es gar nicht mehr. Inventar ausleeren, das solltest du unbedingt mal probieren. Das ist richtig, richtig gut. Richtiger Lifehack. Wir haben schon wieder 100.000 Geld. Über 100.000. Was machen wir jetzt damit? Ja, geil. Haus weiter ausbauen? Und wir müssen das Schiff endlich mal reparieren. Ja, wir müssen das Schiffchen endlich reparieren. Ja, erst die Werkzeuge haben wir doch gesagt. Mann, Butsch. Ach, stimmt. Oh ja, das auf jeden Fall. Guck mal, wir haben schon wieder gut Geld gemacht. Ja. Diesmal vor allem hier mit, klar, Kaviar, Gelee. Das Brombeergelee tatsächlich sogar. Krass. Ja, na klar. Ja, die Trüffel sind schon echt gut. Ja, einfach nur noch Schweine. Die Trüffel sind schon echt gut. Was auch gut ist, wenn ihr hier ein Abo da und ein Like da lasst und die Glocke aktiviert und so weiter, dann seid ihr richtig gut. Und wenn ihr kommentiert, ich weiß gar nicht, was da unten steht, aber kommentiert halt irgendwas. Einfach irgendwas. Das wäre gut. So wirklich in Anführungsstrichen irgendwas. Genau, was sagt ihr zur Earth Hour? Ah ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das ist vielleicht ganz interessant. Was haltet ihr von Geschlechtsverkehr mit Geschwistern zur Earth Hour? Genau. Das ist unsere Frage in den Kommentaren. Diskutiert da, bleibt sachlich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, 3 Nachvertonungsfolgen mal wieder geschafft. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ja, falls doch, hören wir uns dann wieder. Ne? Also dann haut rein, euer Nachvertonungsbob.